Bei Kiteswarms entwickeln wir die Windenergie der Zukunft. Wir bauen vertikal steigende und landende Flugzeuge, die alle untereinander mit Kabeln verbunden sind und die dann zusammen hochsteigen bis auf eine bestimmte Höhe, wo der Wind dann gerade ist. Und dann fliegen die alle ihren Kreisen und Flugbahnen, die vorher berechnet sind. Da fliegen die einfach rum, ganz hoch und ziehen ganz stark an das Kabel und erzeugen so die Windkraft am Boden. Und desto mehr Flugzeuge man so an einem Kabel hängt, desto mehr Windkraft man ernten kann. Also wir skalieren quasi durch Menge und nicht durchs Aufskalieren von einem Flugzeug. Weil die Skalierung von einem Flugzeug, wenn man das einfach nur größer macht, wird es ungleich viel komplexer. Weil man in Bereiche vortritt, wo man Gewichte und Spannweiten erreicht, wo man eine ganz andere Gefährdungssituation auch hat. Die Tendenz in Windenergie ist immer höher, den Wind suchen zu gehen, weil da der Wind stärker weht. Nah am Boden gibt es viele Sachen, wo immer der Wind dagegen geblasen wird und deswegen wird die Windgeschwindigkeit gebremst. Und desto höher die Windgeschwindigkeit ist, desto mehr Energie man da rausholen kann. Wir können gerade fliegen gehen, wo die Windgeschwindigkeit am optimalsten ist. Ja, das führt halt vor allem dazu, dass man auch einen viel konstanteren Wind hat, als wenn man jetzt nur mit einem Windrad in 150 Meter Höhe maximal gehen kann. Ja, weiter oben hast du unlimitiert Wind rund um die Uhr. Wir entwickeln gerade Vollgas an eine zuverlässige Quadcopter-Steuermethode. Wir entwickeln einen Kite, der optimiert ist, um Energie zu erzeugen, wenn der schnell durch die Luft fliegt. Aber der hat einen Quadcopter an Bord, der integriert ist in das ganze Airframe, um den Kite erstens hochzukriegen, wieder zuverlässig landen zu lassen, wenn es notwendig ist. Und wenn der Energie erzeugt, ist der einfach versteckt. Der Start und die Landung ist so die schwierigste Komponente bei der ganzen Sache. Sobald man im Himmel ist an einer bestimmten Stelle, kann man einfach in eine Power-Trajektorie quasi wechseln, wo man dann die Energie erzeugen kann. Ja, das nennen wir Power Cycle. Die größte Schwierigkeit besteht darin, das Kraftwerk vollständig autonom zu steuern und zu regeln. Dafür forschen wir an sehr fortschrittlichen, ausgeklügelten Regelungsalgorithmen, die das System in Echtzeit steuern. Diese Echtzeitsteuerung ist sehr wichtig, damit wir in Millisekunden auf sich ändernde Umstände wie Wind oder Turbulenzen reagieren können. Aus den gewonnenen Daten kann man dann mit unseren Algorithmen die genaue Position bestimmen und sobald man weiß, wo man ist, kann man auch bestimmen, wo man hinfliegt. Die Flugregelung erfordert die Entwicklung spezieller Sensorik, Elektronik und Embedded Hardware. Die Elektronik und die Sensorik, die wir brauchen, kann man nicht einfach von der Stange kaufen. Das ist der Grund dafür, dass wir alles im Haus selber entwickeln und zusammenbauen müssen. Wir sind ein Team von jungen Ingenieuren, die sich über die Uni Freiburg zusammengefunden haben. Es ist ein sehr diverses Team, weil man so viele unterschiedliche Kompetenzen braucht, um so ein Gesamtsystem in die Luft zu kriegen. Wir haben Physiker, wir haben Mathematiker und dann haben wir noch einen ganzen Haufen Ingenieure. Wir verstehen uns sehr gut und arbeiten an dem, was wir forschen, an dem, was wir wollen. Und es geht auch tatsächlich gar nicht ohne diese Kombination. Wir haben Berührpunkte mit jeder Forschungsdisziplin und dass wir das ganze System zum Fliegen kriegen, das geht nur, wenn wirklich alle zusammenarbeiten. Da gibt es einen regen Austausch zwischen dem universitären Teil und dem Kiteswarms-Teil. Wir arbeiten sehr eng miteinander zusammen. Wenn es neue Forschungsergebnisse gibt, dann fließen die direkt bei uns in die Entwicklung ein. Das Schöne an unserem Team ist, dass wir so gut wie alle Mitarbeiter aus früheren Studenten rekrutiert haben. Das heißt, jeder Student bei uns hat die Chance, auch Vollzeit anzufangen. Das ist ja das Schöne an unserer Entwicklung, dass da so einen großen Forschungsteil drin ist, dass jeder einfach jeden Tag was Neues dazu lernt. Ob es jetzt aus eigener Forschung ist oder ob der Nachbar am Tisch gerade was Neues entdeckt hat, es wird gleich ausgetauscht, dass alle gleich auf dem richtigen Stand sind. Alle sind von Technologie begeistert und finden immer das Schönste raus.